Yo Freunde, was geht? Maru hier und damit willkommen zu spannenden Infos zum DLC Pack 6. Gibt krasse Leaks, die draußen sind und grundlegend, Freunde, wir können schon früher als erwartet mit dem neuen oder mit dem letzten DLC Pack rechnen. Bevor wir aber zu den Infos kommen, ein paar allgemeine Sachen, Leute. Zum einen, ihr merkt selber gerade, kommen nicht so viele Videos. Ich habe auch die Streams letzte Woche absagen müssen, auch für die komplette Woche. Bei mir geht gerade privat übelst viel ab. Ein paar Sachen dazu werde ich noch am Ende des Videos sagen, also wenn es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. An der Stelle, Freunde, gibt es Leaks, beziehungsweise wurden mir einige Informationen zugespielt. Hab damals schon zu DLC Pack 5 einige Infos bekommen, die alle korrekt waren. Und jetzt habe ich zu DLC Pack 6 diese Infos bekommen. Also es ist eine zuverlässige Quelle, von mir approved, aber wie gesagt, es bleibt schlussendlich am Ende des Tages euch überlassen, ob ihr dem glauben wollt oder nicht. Erste Info, Leute, hatte ich schon angeteased zum Release-Datum. Wir sind ja davon ausgegangen, wenn man jetzt die alten DLC-Packs anschaut, dass DLC Pack 6 so gegen April, Mai kommen wird. Laut den Leaks wird es schon nächsten Monat kommen, Freunde. Ende des Monats, Ende März. An der Stelle, Freunde, kleiner Disclaimer. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, was die einzelnen Charaktere können, würde ich euch empfehlen, abzuwarten bzw. wegzuschalten, weil wir jetzt auf ein paar Inhalte vom Gameplay-Moveset eingehen werden. Und ich komme jetzt auch direkt schon zu den Charakterinformationen. Gold Roger und Garb werden vom Krafttypus sein und Rayleigh wird vom Techniktypus sein. Macht, finde ich, auf jeden Fall Sinn. Vor allem, wir hatten jetzt in dem DLC-Pack ja zwei Speed-Type-Charaktere mit Corby und Shanks. Und Roger und Garb, klar, Krafttyp, die haben einfach Wumms hinter den Angriffen. Und Rayleigh, habe ich auch damals predicted, wird entweder Speed oder Technik. Technik macht auf jeden Fall auch Sinn. Du willst die glänzende Glatze in einem noch besseren Licht erblicken? Leute, für nur 2,99 € könnt ihr die Qualität des YouTube-Kanals hochpushen und gleichzeitig mich supporten. Und wenn das nicht genug wäre, Freunde, werdet ihr ebenfalls noch namentlich in den YouTube-Videos erwähnt. Danke an alle Supporter, Freunde, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Alright, Leute, fangen wir an mit Gold Roger und die Infos finde ich insane. Das erfreut mich. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja Mann. Also, Roger ist ein absolutes Haki-Monster und funktioniert ähnlich wie der Shanks, der neue DLC-Shanks von diesen Haki-Angriffen. Heißt, der wird schon mal richtig busted werden. Dann, was auch sehr, sehr clean ist, seine starken Angriffe können am Ende der Combo geladen werden. Ähnlich wie bei Ace. Falls ihr nicht mal wisst, wie Ace sein Moveset ist, geht in eine Runde rein mit Ace, dann wisst ihr, was ich meine. Du konntest ganz am Ende der Angriffe mit 4 war es, glaube ich, oder mit 3 konntest du die Moves dann aufladen, einfach chargen. Und dann hat er zum Beispiel diese Sonne geladen und die dann noch größer gemacht und dann geworfen. Und Roger wird das Ganze auch machen können, nur eben mit Haki-Angriffen. Und das wird so heftig. Das ist so krass, weil, überlegt mal, damals in PW3, der Shanks hatte auch die Möglichkeit, diese Haki-Druckwelle aufzuladen. Und das habe ich schon ultra gefühlt. Und dieser Vibe, wenn dann dieser Radius einfach sich noch krasser vergrößert hatte von diesem Königshaki, es war einfach ultra und es hat einfach eine krasse Range gehabt und übelsten Damage rausgeballert. Und bei Roger wird es, denke ich, genauso werden. Das heißt, es ist richtig clean. Plus kommt jetzt noch zusätzlich dazu, diese Info haben wir auch schon, dass Roger seine Taunt ihn kurzzeitig bufft. Ich denke, er wird einen kurzzeitigen Damage-Buff bekommen. Mit Pfeiltaste nach unten, wo andere Charaktere halt vielleicht so ein nettes Gimmick oder sowas haben. Hat er dann aktiv Einfluss, hat seine Taunt aktiv Einfluss aufs Kampfgeschehen. Heißt, er hat einen erhöhten Damage. Plus mit den richtigen Fähigkeiten und dann noch Angriffen, die man aufladen kann, wird Roger einfach alles auseinandernehmen, Freunde. Ich freue mich unfassbar drauf. Dementsprechend natürlich dann nicht so ein langes Combo, einen langen Combo-String haben, weil er kein Speed-Character ist, sondern vom Krafttypus sein wird. Aber ich finde, klar, wir haben noch nicht so viel von Roger gesehen und es passt halt auch, dass er halt einfach Wumms hinter den Schlägen hat, wie man es von Oden zum Beispiel kennt. Und dadurch, dass er dann noch die Angriffe aufladen kann, unfassbar insane. Das sind alle Infos, die ich bisher zu Roger habe. Vielleicht kommt da noch was im Nachgang, aber reicht mir schon absolut aus. Und ich will an der Stelle auch gar nicht so krass ins Detail gehen. Ich denke mal, die werden mit dem Marketing für das kommende DLC dann wahrscheinlich auch nächste Woche, wenn nicht diese Woche schon, starten. Und ich halte euch diesbezüglich natürlich auch up to date, Freunde, wenn relevante Infos kommen. Alter, diese Roger-Snippets dürfen die gar nicht posten, Mann. Ich will mir das gar nicht eigentlich spoilern lassen, das Gameplay so. Ich will das direkt straight selber anzocken. Dann kommen wir zu Rayleigh, Freunde. Da habe ich nicht so viel Information. Er soll sich sehr schnell spielen und stylische Kombos haben. Da bin ich auch sehr gespannt. Gerade als Technikcharakter wird er sich, denke ich, spezieller spielen. Er hat Pistolenkugelangriffe und er kann auch wahrscheinlich mit einem Skill, ich weiß nicht, ob es eine passive ist
Das wäre ultra krass, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich so ein Konterangriff sein, wie es zum Beispiel auch Corby oder wie die andere Charaktere haben. Da gibt es ja immer diese blaue Konterfähigkeit, dass er Kanonenslaves mit geschlossenen Augen ausweichen kann. Und diese Animation will ich sehen, Alter. Wie heftig das ist. Garp soll sich wuchtiger spielen, plus hat AOE-Effekte. Heißt, wird wahrscheinlich dann mehr auf Reichweite gehen, also mehr auf Masse anstatt auf gezielte Gegner. Ich glaube, der im dritten Teil hat ja eher die Gegner so gegrabt und sowas. Und ich glaube, bei dem Garp wird es dann andersrum sein. Heißt, dass er sozusagen auf die breite Masse abgestimmt ist, anstatt eher auf Bossgegner. Vielleicht wird es da auch einen guten Mix geben. Genau, Freunde, so viel zu den Leaks, die aktuell, wie gesagt, im Raum sind. Vielleicht kommen da nochmal welche im Nachgang. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen demnächst wieder neue Informationen, weil, wie gesagt, wenn es schon Ende nächsten Monat rauskommen soll, das ist heftig, Alter. Das ist sehr, sehr crazy. Dann ist nicht mehr viel Zeit, also knapp noch einen Monat und eine Woche. Und das ist halt schon sehr, sehr nice, Freunde. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass es früher kommt als erwartet. Und an die Leute, die es interessiert, was gerade bei mir abgeht und wieso gerade so wenige Streams kommen und vielleicht auch nicht so viele Videos. Ich habe einiges vorgehabt umzusetzen, aber ihr wisst manchmal selber, wie das ist. Es kommt dann im Leben anders. Und gerade ist es bei mir jobtechnisch so, dass ich dann ein Riesenprojekt habe, wo ich gerade mit gut beschäftigt bin. Und das Ganze wird mich bis Ende März auch gut beschäftigen. Also ich hoffe, dass ich das vor dem DLC Pack 6 Release, ich muss es davor fertig bekommen. Und deshalb stecke ich jetzt gerade alle Zeit und den ganzen Fokus darauf. Außerdem auch privat ein paar Sachen. Und ich bin auch in 2 Wochen im Urlaub, eine Woche. Habe ich mir auf jeden Fall auch verdient. Deshalb bin ich da am Planen und Vorbereiten und am Koordinieren. Und deshalb geht gerade YouTube und vor allem auch die Streams mit Twitch und so gerade ein bisschen unter. Freunde, ist aber nicht schlimm, weil wenn wieder geiler neuer Content ansteht, gerade auch zu Sparking Zero, Pirate Wars, Freunde, dann gucke ich natürlich, dass ich am Start bin. Aber jetzt einfach, wo es auch an sich newstechnisch ein bisschen ruhiger ist, kann ich halt nicht viel droppen aufgrund der genannten Dinge. Und trotzdem, Freunde, arbeite ich noch an anderen Projekten, wo ich gerade so ein bisschen mit Skripten und sowas vorbereite, was zwar auch ein bisschen zeitaufwendiger ist, aber auch ganz cool ist, was ich auch noch vorhabe umzusetzen. Nur, dass ihr einfach Bescheid wisst, Freunde, was gerade bei mir geht und wieso halt gerade nicht mehr so viel kommt. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gut geht, Freunde, weil Gesundheit wie immer A und O ist am wichtigsten. Und ja, Freunde, das soll es von diesem Video gewesen sein. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr zu dem Thema denkt, Freunde. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Maruhaki.